Herzlich willkommen. Ich bin gerade gefragt worden, wie man richtig studiert. Also im Dharma, in der buddhistischen Geistesschulung auf dem Weg des Erwachens, da gibt es ja diese Dreiteilung der Praxis. Studieren, hören, das ist der erste Teil. Dann kontemplieren, tiefes Bedenken, Nachdenken und dann das sich üben, meditieren, anwenden. Und diese drei, die legen ja inneres Verständnis frei. Man nennt das die Weisheit durchs Studieren, die Weisheit durchs Kontemplieren und die Weisheit durchs Meditieren. Und diese drei Formen der Weisheit zusammen, die gipfeln in dem, was ich gerne so die Seinserkenntnis nenne. Also eigentlich die Erkenntnis dessen, wie es ist, das Erwachen. Die haben alle ihren Anteil daran. Und jetzt geht es um den ersten Teil, jetzt geht es um Studieren. Wie studiere ich richtig? Also ich will gar nicht behaupten, dass ich richtig studiert habe, aber ich habe einigen Meistern zugehört, die uns erklärt haben, wie man richtig studiert. Und es ist auch eine Zeitfrage. Es ist eine Frage, wie viel Zeit habe ich, um zu studieren. Das Erste ist, dass wir uns klar machen, in den vielen Jahrhunderten vor unserer Zeit war Studieren vor allen Dingen ein Hören und immer wieder Hören derselben Unterweisung, weil so geschriebene Texte gab es nicht so viele. Es gab einzelne Texte, die man sich mal für kurze Zeit vielleicht ausleihen konnte und dann direkt wieder zurückgeben musste. Und der Weg der meisten Praktizierenden war ein Weg von Analphabeten, also ohne Texte, nur über das Gehörte, zu einem ersten Verständnis zu kommen. Und da ist richtiges Hören, ist ein unabgelenktes Hören, ganz aufmerksam, wo ich mir vornehme, mich ganz genau an die Worte der lehrenden Person zu erinnern. Also es ist auch, wenn wir das Schriftliche dann uns zur Hand nehmen, ist es, der erste Schritt ist immer, möglichst genau zu verstehen, was diese Person eigentlich jetzt gerade ausdrückt. Und heutzutage haben wir die Möglichkeit, mit Audios und mit Texten zu arbeiten. Und dann würde das bedeuten, dass wir in dem Text, in dem Absatz, den wir hören, dass wir uns die Kernaussagen unterstreichen. Dass wir uns beim Gehörten die Kernaussagen aufschreiben. Und zwar in den Worten des Sprechenden. Man darf beim Notieren, in den Notizen, darf man nicht schon die eigene Interpretation reinbringen. Sonst weiß man nicht mehr, was er eigentlich gesagt hat, sondern ist schon bei seinem eigenen gefilterten Verständnis. Wir müssen in den Worten schreiben, die beim Unterricht benutzt wurden. Und genauso, wenn wir einen Text studieren, dann ist ein gutes Studium des Textes, zeigt sich dadurch, dass wir den Text inhaltlich in freier Rede so wiedergeben können, dass es exakt den Inhalt wiedergibt, wie er dargelegt wurde. Also die Intention des Autors oder der Autorin tatsächlich spiegelt. Und es gibt da eine Riesenhilfe, und zwar, wenn ich mir beim Hören und Lesen vornehme, ganz sozusagen in den Geist, in die Haut des Schreibenden oder Lehrenden zu schlüpfen und versuche, dessen eigentliche Intention zu erfassen. Und zwar bei jedem Satz. Was hat so und so Gampopa, Milarepa, was hat Machikma und so weiter, was haben die verschiedenen
wunderbaren Vorbilder, was haben sie denn wohl wirklich gemeint? Und das ist ein Studieren mit einem inneren Gebet, es möglichst tief zu verstehen. Und dieses Studieren ist nicht einfach nur ein Auswendiglernen der Texte, sondern es geht bereits beim Studieren darum, hinter den Worten immer wieder diese Intention zu erspüren, also die Bedeutung hinter den Worten oder wie wir oft sagen, zwischen den Zeilen. Das, was eigentlich gemeint ist. Denn die Worte, die nageln ja die Dinge so fest, das sind dann lauter Definitionen und so, aber das ist natürlich eine unbeholfene Beschreibung des Seins. Es geht ja immer um Texte, die irgendeinen Aspekt unseres Erlebens beschreiben, und das Erleben ist ja dynamisch, aber die Sprache benutzt wohl definierte Worte und das kommt so wie im Kästchenbaustein kommt das so daher. Und wir müssen das Dahinterliegende, das, worauf wirklich Bezug genommen wird, das müssen wir versuchen, durch die Worte hindurch zu erahnen. Und damit sind wir schon bei dem geleitenden Übergang in die nächste Phase, wo wir die Texte, also nehmen wir mal an, ein gut studierter Text, den haben wir 3 bis 10 Mal gelesen oder noch mehr. Also wir haben uns wirklich damit befasst und können die Intention wiedergeben mit eigenen Worten. Natürlich schließt sich daran ein weiterer Prozess an oder findet auch gleichzeitig statt, dass wir das immer mit unserer eigenen Erfahrung abgleichen. Natürlich haben wir nicht in jedem Bereich Erfahrung, aber es ist ein notwendiges Weitergehen, denn erst wenn wir erspüren, welche Auswirkungen bestimmte Aussagen in unserem eigenen Wesensstrom haben, erst dann begreifen wir, was eigentlich gemeint ist. Also zum Beispiel die Unterweisung auf Vergänglichkeit, Unbeständigkeit kann jeder sofort nachvollziehen. Aber warum wird darauf so rumgeritten? Warum ist die so wichtig? Und das erfahren wir nur, wenn wir kontemplierend, in tiefem Nachdenken, Bedenken, Reflektieren, die Auswirkungen dieser Erkenntnis in allen Lebensbereichen abtasten. Das wäre dann das Kontemplieren. Meditieren wäre dann das weitere Aufgehen in diesem Verständnis. Okay, um jetzt vom Studieren ins Kontemplieren zu kommen, gibt es noch einen weiteren Prozess beim Studieren. Und zwar, nachdem ich einen Text zu diesem Thema, eine Lehrrede zu diesem Thema intensiv studiert habe, dann studiere ich mal eine andere Darlegung vom selben Thema. Und gehe wieder so intensiv vor, dass ich dem eine ganze Aufmerksamkeit schenke, vorurteilsfrei, und vergleiche die beiden Darlegungen. Das ist dann der nächste Schritt. Und in dem Vergleichen mehrerer Darlegungen desselben Themas, da erschließt sich für mich das, was hinter den Worten gemeint ist, immer mehr. Weil jede Sprecherin hat einen etwas anderen Blickwinkel auf das Geschehen, was beschrieben wird. Und meistens reicht ein Blickwinkel, eine Darstellungsweise nicht aus. Man müsste dieselbe Person noch zu einem anderen Zeitpunkt hören, wie sie wieder über das Thema spricht. Oder eine dritte Person, die diese Dinge nochmal aus ihrem Verständnis, ihrem Studium, ihrer Meditation darstellt. Und so erschließt sich uns dann allmählich die Fülle dessen, was gemeint ist. Und so ist ein echtes Studieren ist nicht ein Schmalspurstudieren, sondern ist breit aufgestellt, bedeutet heute für uns, dass wir den Vorteil nutzen können, dass wir Zugang zu vielen Darstellungsweisen haben, vielen verschiedenen Traditionen, die alle über dasselbe sprechen. Nehmen wir doch so etwas Einfaches
wie die 4 edlen Wahrheiten oder die 5 Skandhas oder die 5 Daseinsfaktoren, wie die in verschiedenen Traditionen oder innerhalb derselben Tradition von verschiedenen Lehrenden dargestellt werden. Das ist richtig spannend und zeigt uns so ein ganzes Spektrum auf. Und dann erst sind wir gut studiert. Ein gutes Studium, und das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt, führt dazu, dass wir nicht mehr nur einen Standpunkt haben. Ein gutes Studium führt dazu, dass wir flexibel verschiedene Sichtweisen einnehmen können, dasselbe Thema aus verschiedenen Richtungen beleuchten können. Und das mit Hilfe all der Erfahrungen, die uns durch die verschiedenen Texte und die verschiedenen Lehrreden zur Verfügung stehen, also basierend auf dem Wissen anderer. Das ist jetzt noch gar nicht die eigene Meditation, das eigene tiefe Kontemplieren, was uns das ermöglicht, sondern einfach ein breit gefächertes Studium. Schmalspurstudium führt leider zur Engständigkeit und führt dazu, dass wir einen Standpunkt sehr gut kennen und uns darin so vertraut sind, dass jede andere Sichtweise von uns sofort mit Zweifeln begegnet wird. Wir haben das Gefühl, hier so zu Hause zu sein, dass jede andere Interpretation desselben und sie vor den Kopf stößt, wie ein Affront erlebt wird, also fast wie ein Zweifel, der auf uns gerichtet wird oder gar die heiligen Worte eines Meisters, einer Meisterin in Frage stellt. Von daher ermutige ich euch sehr dazu, genau, präzise zu studieren, die Wortdefinitionen zu lernen und verschiedene Ansätze miteinander zu vergleichen, nicht um sie gegeneinander auszuspielen, sondern um noch mehr Licht ins Thema zu bringen, was da alles gemeint sein könnte und wie man das verstehen kann. Und dann schließlich immer der Prozess des persönlichen Kontemplierens und Meditierens ein. Tja, und ich möchte abschließen mit der Art, wie Genno Rinpoche studiert hat. Also, er sagte immer, ich bin kein Gelehrter, ich bin kein Studierter, kann euch aber sagen, wie ich vorgegangen bin und tatsächlich wussten wir, wenn er spricht, er war fehlerfrei, er sprach wie Milarepa, wie Gampopa, wie Machikma, wie die verschiedenen Autoren und Autorinnen, deren Texte er uns beigebracht hat und übertragen hat, und zwar Wort für Wort. Er sagt, ich bin nicht auf der Kshetra gewesen, auf dem College, auf der Uni, sondern ich habe jeden dieser Texte viele Male gelesen. Ich habe nur wenige Texte gelesen im Vergleich zu den Gelehrten. Aber ich habe sie so sorgfältig gelesen, dass ich gelesen habe, darüber kontempliert und meditiert habe, denselben Abschnitt nochmal gelesen, kontempliert und meditiert habe. Und so bin ich viele Male durch dieselben Texte durchgewandert, bis sich mir ihr Inhalt erschlossen hat. Und genau diese Art des Vorgehens, die habe ich dann auch beherzigt und würde sie euch ans Herz legen. Es ist nicht so wichtig, ganz viele Bücher zu lesen. Das ist unermesslich, sondern einzelne Bücher, die euch inspirieren, die verlässlich sind, die von verlässlichen, erleuchteten, erwachten Autoren kommen, die ganz intensiv immer wieder zu lesen, zu kontemplieren und aus der Kontemplation in die Meditation hinüber zu gleiten, wo wir dann einfach ruhen in diesem Raum des Verstehens, der sich geöffnet hat. Das ist dann die wunderbare Wirkung, wo Studium nicht zu einer Hypertrophie des Intellekts führt, also nicht zu einer Übergewichtigkeit des Intellekts führt, sondern wo Verstand, das was wir Herz nennen, also das Spüren,
die Intuition und die persönliche Lebenserfahrung zu einem verschmelzen und wirklich gemeinsam zu Helferinnen auf dem Weg werden. Das wünsche ich euch sehr und das wäre dann für mich richtiges Studieren.